Hallo liebe Freunde, heute möchte ich meine Erfahrungen mit dem Ender 3 mit euch teilen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Der Ender 3 von Creality ist ein kompakter und stabiler Drucker. Der Metallrahmen verhindert ein Verziehen während des Druckvorganges. Der Zusammenbau des Druckers ist sehr einfach, da bereits viele Teile vormontiert wurden. Für den Ender 3 sind im Vergleich zu anderen Druckern nur wenige Upgrades notwendig. Die Konstruktion des Ender 3 besteht aus Aluminiumprofilen sowie einem Gehäuse, in dem die Steuerplatine montiert ist. Der kleine Lüfter im Gehäuse sorgt für eine Kühlung der Heizbettsteuerung. Die Z-Achse wird mit einer Antriebsspindel bewegt. Auf der rechten Seite befindet sich eine stabile Konstruktion mit kleinen Rädern. Diese sorgt dafür, dass sich die waagerechte Aluminiumleiste bei der Bewegung nach oben oder unten nicht verzieht. Das Display und der Drehknopf sind an einem Alublech befestigt, welches wiederum mit den Profilen verbunden ist. An der linken Seite seht ihr den Antriebsmotor für die X-Achse sowie den Druckkopf. Der Drucker verwendet einen sogenannten Bowden Extruder. Im Unterschied zu anderen Druckköpfen befindet sich der Motor, welcher das Filament zuführt, nicht am Druckkopf. Dieser ist fix auf einer dahinter liegenden Aluminiumleiste befestigt. Mit diesem Druckkopf können aufgrund des geringeren Gewichts höhere Druckgeschwindigkeiten erreicht werden. Mein zweiter Drucker, der ANET A8, hat zum Beispiel einen anderen Druckkopf. In einem meiner anderen Videos könnt ihr euch diesen Drucker genauer ansehen. An der Rückseite der waagerechten Aluminiumleiste befindet sich die Führung sowie die Spindel für die Z-Achse. Letztere zeigt senkrecht nach oben und wird mit Hilfe eines Schrittmotors gedreht. An der Oberseite des Druckers befindet sich eine Querleiste, welche die beiden senkrechten Leisten im rechten Winkel hält. Kommen wir zu den Upgrades. Im Vergleich zum ANET A8 hat der Ender 3 viel weniger Upgrades benötigt. Das erste offensichtliche ist die Einhausung des Druckers. Diese wird für den Druck mit ABS-Filamenten benötigt, um eine höhere Temperatur im Inneren zu halten. Die Werkstücke kühlen schnell ab und verformen sich dabei, wenn der Drucker frei stehen würde. Die Einhausung besteht im Wesentlichen aus einem günstigen Beistelltisch von einem nordischen Möbelhaus sowie einigen Elementen. Die gedruckten Teile sind für die Aufnahme eines Plexiglases ausgelegt. Das Türelement ist mit kleinen Scharnieren an einem der Tischbeine befestigt. Das ganze Set dieser Einhausung könnt ihr auf thingiverse.com finden. An der Oberseite der Einhausung habe ich einen Filamenthalter befestigt. Auf den beiden Gewindestangen sind Kugellager mit gedruckten Rädern angebracht. Auf diesen kann die Rolle mühelos gleiten. Als nächstes habe ich diverse Abdeckungen hinzugefügt, um eine Ordnung bei den losen Kabeln zu bekommen. Für die Heizbettsteuerung habe ich wie beim ANET A8 eine MOSFET-Platine eingebaut. Mit dieser werden die hohen Ströme für das Heizbett geschalten. Die Steuerplatine wäre zwar auch für diesen Vorgang ausgelegt, jedoch führte dies bei manchen Nutzern zu verschmorten Kabeln und zerstörten Platinen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Halterung für einen LED-Streifen an der Oberseite des Druckers befestigt. Links oben seht ihr eine Durchführung für das Filament. Durch diese wird das Filament vom Filamenthalter zum Druckkopf geführt. Die Beleuchtung der beiden Drucker kann ich über diese beiden Schalter bedienen. Hier seht ihr beide Drucker im Vergleich mit all ihren Upgrades. Mein Fazit zum Ender 3: Die stabile Aluminiumkonstruktion trägt wesentlich zur besseren Druckqualität bei. Die Einhausung wird für den Druck mit ABS-Filamenten benötigt, um ein zu rasches Abkühlen des Werkstücks zu verhindern. Der Zusammenbau ist sehr einfach, da vieles bereits vormontiert war. Der Drucker erfordert nur sehr wenige Upgrades, wobei einige eher mit der Ästhetik zu tun haben. Insgesamt würde ich diesen Drucker auch für Beginner empfehlen, die sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen möchten. Das war es auch schon wieder für diese Woche.
Schreibt mir eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema in die Kommentare. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!